Hallo Packraft Explorer. Was ist das beste Self-Bailer Packraft? Ist es Alpaka Gnawa oder ist es Kokopelli Nirvana? Ich hab's für dich getestet. Schau's dir an. Als allererstes beginnen wir mit dem Aufbau vom Alpaka Gnawa. Dazu schiebst du das Sitzkissen in die dafür vorgesehene Tasche. Ist das Sitzkissen an der richtigen Position, kannst du es mit dem Mund über den langen Schlauch aufblasen. Das kann unter Umständen etwas dauern, da der Sitz doch sehr groß ist. Die Tasche sorgt dafür, dass das Sitzkissen bombenfest mit dem Boot verbunden ist und auch nicht verloren gehen kann. Beim Kokopelli Nirvana kannst du die Sitzmatte mit dem Blasesack aufblasen. Den richtigen Enddruck erreichst du hier aber auch nur mit dem Mund. Beide Packrafts haben ein sogenanntes Zwei-Wege-Ventil. Das heißt, in der einen Stellung kann die Luft entweichen, in der anderen Stellung bleibt aufgrund eines Rückschlagventils die Luft im Boot. Mittels einer 90-Grad-Drehung kann zwischen den beiden Stellungen hin und her geschalten werden. Leider ist bei beiden Ventilen im unaufgeblasenen Zustand nicht ersichtlich, in welcher Stellung sich das Ventil befindet. Das Ventil sollte beim Aufblasen in der geschlossenen Stellung sein. Leider erkennt man das nicht auf Anhieb, da das Ventil erst bei einem gewissen Gegendruck vollständig abdichtet. Da der Blasesack schön groß ist, lässt sich das Alpaka Gnawa in wenigen Zügen vollständig aufblasen. Der nötige Enddruck wird auch hier wieder mit dem Mund über das Hauptventil erreicht. Auch beim Kokopelli Nirvana sollte das Ventil geschlossen sein. Auch hier merkt man das erst wieder, wenn der nötige Gegendruck das Rückschlagventil vollständig schließt. Der Blasesack ist deutlich kleiner als beim Gnawa und somit braucht man einige Blasesäcke mehr, bis das Boot vollständig aufgeblasen ist. Der nötige Enddruck wird auch hier wieder mit dem Mund über das Hauptventil erreicht. Wobei gesagt werden muss, dass das Ventil von Kokopelli mit dem Mund nicht so schön zu bedienen ist wie bei Alpaka. Bei Alpaka ist die Fußstütze, das sogenannte Foot Brace, standardmäßig mit dabei. Dadurch hat man eine sehr schöne und komfortable Auflage für die Füße und kann sich richtig stramm im Boot verspreizen. Damit man das Foot Brace auch nicht verliert, ist es mit einem Clip fest am Boot befestigt. Der Blaseschlauch lässt sich wie beim Komfortsitz auch schön seitlich verstauen. Beide Packrafts haben einen Tube-Durchmesser von 30 cm. Der Narwal wirkt nicht nur größer, sondern hat auch eine maximale Zuladung von 204 Kilogramm. Da das Nirvana eine etwas schmalere Bauform hat, liegt das zulässige Gesamtgewicht bei 136 Kilogramm, was aber für die meisten Packrafter mehr als ausreichend ist. Bei beiden Packrafts kann der Platz hinter der Rückenlehne gut als Stauraum für den Wurfsack oder den Packsack mit dem Proviant genutzt werden und somit ist eine Bugtasche nicht zwingend nötig. Für einen optimalen Halt kann die Rückenlehne bei beiden Packrafts auf die richtige Körpergröße eingestellt werden. Die Aufhängung der Rückenlehne ist beim Nirvana etwas labbrig geraten und könnte für mehr Kontrolle fester mit dem Boot verbunden sein.
Beim Narwal ist die Rückenlehne aus dem Kajaksport übernommen und hat zusätzlich eine sehr gute Verbindung zum Boot. Beim Nirvana wurde die Schenkelgurtbefestigung 2019 komplett überarbeitet und somit ist diese Variante, so wie ihr sie hier gerade seht, leider nicht mehr zu haben. Beim Narwal können die 4-Punkt-Schenkelgurte auf die persönliche Beinlänge eingestellt werden. Ein schönes Detail sind die flachen Beschläge und die Haken aus Metall. Die Schenkelgurte umschließen die Knie vollständig und somit hat man einen sehr guten Kontakt und daher auch eine super Kontrolle über das Boot. Bevor du damit aufs Wasser gehst, übe ein paar Mal, wie du schnellstmöglich wieder aus den Schenkelgurten herauskommst. Bei den neuen Schenkelgurten ab 2019 gibt es diesen Schnellverschluss leider nicht mehr. Beim Narwhale befinden sich die sogenannten Lenzlöcher in 2 Reihen neben dem Komfortsitz. Durch die große Anzahl von Löchern kann das eingedrungene Wasser schnell wieder abfließen. Das Nirvana hat insgesamt 10 Lenzlöcher. 4 Löcher sind vorne am Bug und weitere 6 Löcher sind hinten am Heck. Durch die geringere Anzahl von Lenzlöchern fließt das Wasser etwas langsamer ab als beim Narwal. Der T-Zip bzw. der Gepäckreißverschluss gibt es beim Nirvana nur optional gegen Aufpreis und ist auch nur mit der Außenhaut verschweißt. Beim Narwhale ist der Reißverschluss verschweißt, vernäht und verklebt und ist standardmäßig mit dabei. Beide Packrafts sind für den Wildwassereinsatz gedacht und machen daher auf sportlichen Wildflüssen eine gute Figur. Mit der etwas breiteren Bauform und dem größeren Volumen fährt sich der Narwal sehr souverän und sicher durch die Stromschnellen. Der große Bug und das große Heck verhindern ein tiefes Eintauchen in Wellen und Walzen. Abschließend kann ich über den Alpaka Narwal folgende Vorteile zusammenfassen. Erstens komfortable Sitzposition mit gutem Kontakt zum Boot. Zweitens ist es sehr gut geeignet fürs Wildwasser. Mit nur 3,6 Kilogramm relativ leicht, aber trotzdem sehr robust. Eine sehr gute Verarbeitungsqualität und eine große maximale Zuladung von 204 Kilogramm. Nachteilig ist, dass der Komfortsitz lange zum Aufblasen braucht, die Ventilstellung nicht klar erkennbar ist und der hohe Preis. Kommen wir nun zum Nirvana von Kokopelli. Das Nirvana ist sehr drehfreudig und lässt sich so spielerisch in jedes Kehrwasser zirkeln. Dadurch fühlt es sich aber auch in unruhigem Wasser etwas nervös und kipplig an. Der kleinere und schnittigere Bug taucht in Wellen etwas tiefer ein als der beim Narwal. Dennoch macht es unglaublich viel Spaß, mit dem Nirvana bis an seine Grenzen zu gehen. Ich hatte keine Probleme, schnell und einfach aus den Schenkelgurten wieder herauszukommen. Zusammenfassend kann ich über das Kokopelli Nirvana folgende Punkte sagen. Es ist sehr wendig zu fahren, gut geeignet für moderates Wildwasser, es ist sehr robust und der sehr günstige Einstiegspreis. Nachteilig ist das schlechter zu bedienende Ventil und die nicht klar zu erkennende Ventilstellung, die geringere Verarbeitungsqualität, die auf Dauer unbequemere Fußposition und die geringere maximale Gesamtzuladung von 136 Kilogramm. Abschließend noch meine Empfehlung. Den Narwal empfehle ich allen ambitionierten Packraftern, die höchste Ansprüche auf Funktion und Qualität legen, die große Reserven in Sachen Zuladung brauchen und die der höhere Preis nicht abschrecken kann. Das Kokopelli Nirvana empfehle ich allen Packraftern, die auf der Suche nach einem wendigen und agilen Boot für Tagestouren mit wenig Gepäck sind. Oder aber aufgrund des geringen Preises für alle Einsteiger, da es trotz der geringen Ausstattung ein gutes Boot ist.
Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Für noch mehr Informationen rund um das Thema Packraft folge einfach den Link zu meiner Webseite in der Videobeschreibung oder stelle mir Fragen unten in den Kommentaren. Und nicht vergessen, abonniere meinen Kanal, dass du kein Video mehr verpasst. Bis bald, dein Tom von Packraft Explorers. Nie, mi się